Moin, ihr Landratten, Seebären und Baggerluten des Hafens, wie Tanja zu pflegen sagt. Schön, dass ihr da seid. Mit einer leichten Verzögerung. Ursprünglich sollte die Europa mal um 18 Uhr rausgehen. Es war ja auch schon alles aufgebaut hier. Und im Prinzip so eine Dreiviertelstunde vor Start kam dann die Nachricht vom Lotsen, Europa hat umbestellt auf 19:30 Uhr. Und dann saß ich halt hier so. Glücklicherweise kamen dann René und Martin und haben mir so ein bisschen die Zeit vertrieben. Also insofern, schönes Wetter. Ja, ich bin hier am Musical Boulevard, hier beim König der Löwen und MJ Musical. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Plätzchen. Und ich hoffe natürlich, dass wir tolle Bilder bekommen, wenn die Europa hier vor der Elbphilharmonie ausläuft. Geht halt leider sehr schnell. Das ist so ein bisschen der Nachteil an diesem Spot. Aber ich dachte mir, das können wir zur Abwechslung mal zeigen. Denn sonst war heute im Hafen nicht so wahnsinnig viel los, dass man sich weiter unten hätte hinstellen können. Also dachte ich mir, komm, machen wir heute mal so einen kleinen Quickie. Ja, schön, dass ihr da seid. Also der Chat ist auch schon voll. Ich habe gesehen, ihr habt euch auch die Zeit ganz gut vertrieben. Einige, die waren auch schon um 17 Uhr da. 17:30 Uhr sollte es dann ja eigentlich losgehen mit dem Stream und dann halt nochmal verschoben. Aber so ist das halt. Ich sag mal, willkommen in der Seefahrt. Ja? Also wer immer der Meinung ist, dass die Deutsche Bahn ein Zeitproblem hat, der ist noch nie zur See gefahren. Wir haben tolles Licht, wie ihr seht. Die Europa steht da hinten. Der Kran ist auch endlich weg. Also bis eben haben die da noch irgendwie geladen. Ich dachte schon, Stream gestartet. Dann kommt die nächste Nachricht. Ui, wir verschieben das Ganze noch mal ein bisschen. Ja, Mensch, alle da. Selbst Dominik, unser Schiffsfahrer, ist da. Dominik, moin. Shipspotter Paul ist da. Kate, Dave, Flötenbaby Ulrich ist da. Yves, ACDC, natürlich unsere Maschine Skolze. Andrea, Christian Dorn. Peter, 1887. Ja, Peter, Mensch, heute, Derby und er haut gleich raus, nur der HSV. Natürlich 18,87 €. Ich danke dir vielmals. Genauso ein Dankeschön an Hansi, der schon wieder 2,49 € rausgehauen hat. Und auch danke an den Schmalnick, der jetzt auf Twitch an Bord ist. Danke dir für deinen Prime-Sub. Flow Handbike, auch an dich. Dankeschön. 14 Monate schon. Wahnsinn, Wahnsinn. Flötenbaby, 8 Monate dabei. Ja. So, wer ist denn noch alles da? Die Hörner liebende Bibi grüßt herzlich. Andi, der Sattelschlepper, ist natürlich auch da. Der sitzt hier gleich 3 Meter weiter zu Besuch in Hamburg. Hatten hier eine ganz nette Runde, muss ich sagen. Und wir gucken mal, was hier sonst noch so kommt und was wir noch so zu sehen bekommen. Ich schalte mal um auf die große Kamera. René, unser Miepelschubser. Mensch, 26 Monate bist du auch schon an Bord. Ich danke dir. 26 Monate. Erstmal die zweite Kamera umdrehen, dass wir hier ein schönes Weitwinkelbild haben. Und dann können wir ja mal schauen, was sich da hinten so an der Europa tut. Das Gute ist, sie muss noch drehen. Also ein bisschen Zeit haben wir, aber so lange dauert das, glaube ich, auch nicht, bis sie gedreht hat. Hat ja auch 2 Propellergondeln, 2 Azipods, wird angetrieben, dieselelektrisch von insgesamt 4 Dieselmotoren, MAN, B und W, und hat dann 2 von den Gondeln Propeller mit 4 Blatt, jeweils einen Durchmesser von 4,50 Meter. Außerdem hat sie noch 2 Querstrahlruder mit je 800 Kilowatt Leistung. Also das ist für das Schiffchen doch ordentlich. Ich gehe mal davon aus, die wird sich ein paar Meter von der Pier abstoßen und dann wird sie über Steuerbord drehen und dann hier schön uns entgegenfahren. Ja, die Reise geht nach Großbritannien. 14 Tage insgesamt nach Dartmouth, Isle of Scilly, Dublin, Liverpool, Douglas, das ist auf der Isle of Man, Portree, Ullapool, Aberdeen, Edinburgh und dann geht es wieder zurück nach Hamburg. Also einmal quasi die Insel umrunden. Ja, Europa ist kein großes Schiff mit 199 Meter Länge, 26 Meter Breite, Baujahr 1999. Aber das, was ihr an Größe fehlt, das schlagen sie beim Preis wieder oben drauf. Ist halt für maximal 400 Gäste. Dafür haben sie eine Besatzung von 200 bis teilweise maximal bis 250 Personen. Kommt immer ein bisschen darauf an, wo sie hinfahren. Also ein Verhältnis von 1:2 Crew zu
Gästen, das würde ich sagen, ist schon luxuriös. Normale Kabinen gibt es an Bord nicht, alles sind Suiten. Und ja, die rühmen sich damit, dass es an Bord 5 Sterne plus Kulinarik gibt. Außerdem eine riesige Kunstsammlung. Also das ist wirklich Luxus pur. Da muss der Paddy noch ein paar Tage für sparen, bis er da mal mitfahren kann. Also schon sehr interessant. Ja, Flagge Malta und größenmäßig hat sie eine Bruttoraumzahl von 28.890. So viel zu den Infos, die ich für euch für die Europa rausgesucht habe. Falls ihr da noch irgendwelche Infos zu habt oder falls jemand an Bord ist oder noch ja, irgendwas ergänzen kann, dann gerne her damit. Gerne, gerne. Haut raus, wenn ihr da noch irgendetwas zu sagen könnt. Wenn ich mich ein bisschen nach links drehe, da haben wir das wunderschöne Panorama an den Landungsbrücken mit der Cap San Diego und dem Michel im Hintergrund. Auf dem Michel relativ leer, glaube ich. Können wir ein bisschen ranzoomen. Aber ich glaube, da ist gerade nicht so wahnsinnig viel los. Es gibt ja diese Geschichte, die nennt sich Nachtmichel. Also wenn ihr mal Lust habt, abends auf den Michel zu gehen, oder kurz vor Sonnenuntergang kann man da hoch. Da geht man dann durch den Seiteneingang, nicht durch den Haupteingang. Und kann dann quasi den Sonnenuntergang, blaue Stunde, vom Michel aus erleben. Das ist echt toll. Also das ist richtig, richtig toll. Also es ist eine schöne Möglichkeit, wenn ihr auch mal ein bisschen von oben fotografieren wollt bei blauer Stunde. Der Evolver ist auch schon ein Jahr auf Twitch dabei. Mensch, Dankeschön. Petra, 5 € mit Moin, ihr Lieben, und einem schönen Abend. Der Silberfuchs, 3 Monate. Der Dritte von 10, 18 Monate. Joachim Bettenhausen, jetzt auf der Speicherstadt wieder dabei. Ich sehe gar nicht, die Monate werden mir gar nicht angezeigt. Was ist denn hier? Ach, du hast ein Upgrade gemacht auf Speicherstadt. Danke, danke. Mike haut nochmal 2,49 raus. Und grüßt natürlich mal wieder mit einem Fischeis, standesgemäß. Ich kann mich, glaube ich, bis heute nicht mit dem Gedanken anfreunden, ein Eis mit Fischgeschmack zu essen. Aber irgendwie gehört es ja dazu. Der Marder 82, Grüße aus Lübeck, 8 Monate dabei. Und die Hafenpüppi, kleiner Beitrag zum Wochenende, 2,49. Danke dir, meine Liebe. Da hauen wir doch mal hier eins unserer Lieblingshörner raus. Ansonsten geht es hier los mit dem Musicalbetrieb. Also Fähren sind ordentlich im Einsatz und bringen die Gäste von den Landungsbrücken rüber hier zum Musical Boulevard. Und ich glaube ja, dass die auf Europa mitbekommen haben, dass wir hier streamen und die gesagt haben, oh, da müssen wir ein bisschen später raus, da ist das Licht besser. Da ist das Licht dann besser. Bibi verschenkt eine Mitgliedschaft. Dankeschön, danke. Ja, und Jens hat noch mal geguckt, 49.500 Abonnenten. Also wir kommen unserem Ziel langsam näher mit den 50.000. Ganz genau genommen sind es sogar schon 49.535. Nee, also heute werden wir die 50.000 nicht schaffen. Das wäre auch zu früh. Also nach meiner Zeitrechnung wird das wahrscheinlich Mitte September sein. Guck mal, Brigitte ist auch da. Brigitte, wo bist du? Zu Hause auf der Couch? Nicht im Hafen? Mensch, Brigitte. Wie kann denn ein Schiff aus dem Hafen fahren, ohne mit Pfiff verabschiedet zu werden? Oh, warte mal, da ist doch ein bisschen hell das Bild. Das wollen wir mal korrigieren. Und da haben wir eine unserer neuen Fähren, die Neuland. Ja, an diesem Spot muss man sich so ein bisschen mit dem Kleinvieh begnügen.
Kleinvieh klingt so negativ, die Fähren, ich mag sie ja. Manchmal hat man Glück, dass hier noch ein Autotransporter durchkommt, aber ich hatte auf dem AIS geguckt und da ist irgendwie nichts in der Pipeline. Ich glaube, heute Mittag ist einer reingekommen, weil das ist auch echt sehr schön, wenn hier ein Autotransporter vorbeifährt. Jackie, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Danke für deine Mitgliedschaft jetzt auf dem Fischmarkt. Und Almut haut auch nochmal 2 € ins Säcker. Danke, danke. Oh, der Schiffsfahrer sagt, das ist ein Gefährt von heute Morgen. Also deshalb waren die da auch eben dran zugange. Also irgendwas mussten die da reparieren. Ich schätze mal, du hast es wieder kaputt gemacht, oder Dominik? Keks grüßt ihre liebe Freundin Heike, 14 Monate, Dankeschön. Cruisefire fragt nach dem Horn der Chicago Express. Cruisefire, unser Oscar ist das doch, ne? Ich habe von der Chicago Express allerdings nur ein sehr, sehr kurzes Horn. Ja, Brigitte, wärst du mal gekommen? Was für ein schöner Abend hier. Was für ein schöner Abend. Aber irgendwie ist es total ruhig im Hafen. Ich verstehe das gar nicht. Ich dachte immer so Freitagabend, da müsste doch hier so langsam richtig Halligalli sein. Also es sind jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Hafenrundfahrten unterwegs. Ich habe erst eine Elas-Barkasse gesehen in den ganzen 2 Stunden, die wir hier gewartet haben. Thomas Seifert hat auch schon wieder einen Monat rum. Danke dir, Thomas. 22 Monate sind schon. Und der Smasher 10 Monate auf Twitch. Danke, danke. Ja, die Leute sind alle zum Derby, sagt Dominik. Das stimmt. Also wir haben vorhin schon festgestellt, es gibt ja 2 Fanmärsche von St. Pauli und von den HSV-Fans. Und lustigerweise haben sie die Routen so gelegt, dass die treffen sich in der Mitte einmal. Also ich weiß gar nicht, ob die sich wirklich dann auch treffen oder ob die das vom Timing so machen, dass die eine Gruppe früher und die andere später ist. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Aber ich denke mal, die Polizei wird schon wissen, was sie da tut. Oh, Mümer Olli meldet eine Grimaldi in Cuxhaven. Ja, das ist dann doch ein bisschen spät. Das ist dann doch ein klein bisschen spät. Jackie Rain meldet, dass die Flagge angekommen ist und im Garten hängt. Ach, das ist ja super. Dankeschön, danke. Oh, es kommt tatsächlich von links was Größeres. Geht die dann, sollten wir Glück haben, dass wir hier jetzt noch ein schickes Containerschiffchen haben, was zum Oswald-Kai geht. Da ist doch was. Ich sehe doch da einen Mast. Na guck, so ein bisschen Glück haben wir doch. Wenigstens ein richtiges Schiff. Das ist die Xing Chong King, wenn ich das richtig ausspreche. Baujahr 2003, 263 Meter lang und 32 Meter breit. Fährt unter chinesischer Flagge. Kommt gerade aus Felixstowe. Xing Chong King. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
Natürlich in Schlepperbegleitung. Oskar, ich war auf der Chicago Express. Wie lange war ich denn da drauf? Circa 14 Tage. Genau, wir sind einmal über den Atlantik gefahren. Leute, was ist das für eine Kulisse, wenn so ein Containerschiff hier einmal durch die Stadt fährt? Unten die Leute, die zum Musical gehen. Sandra sagt, fahren am 13.09. die Cruise Days Parade bei Elas mit. Ach, das freut mich. Schön. Freuen uns immer total, wenn ihr auch so ein bisschen so die Angebote wahrnehmt von den Leuten, die uns auch die Möglichkeit geben, bei ihnen zu streamen. Schahörn war super klasse, die haben auch ein paar Tickets verkauft nach dem Stream. Und Elas freut sich auch immer. Ach, das sind aber auch alles ganz Liebe. Also die Schahörn-Crew, die war doch einfach Zucker, oder? Und dann Elas als Familienbetrieb. Maschine Skolze hat immer den richtigen Link parat. Ich muss nur ein Stichwort sagen und schon haut er den Link im Chat raus. Bastian, die Europa liegt, glaube ich, an dem kleineren Liegeplatz. Ich glaube, der längere, der geht dann einmal so ein bisschen ums Eck. So, und jetzt gleich einmal Containerschiff vor der Elbphilharmonie. Nee, Brigitte, da gibt es tatsächlich zwei Anleger. Es gibt einen kürzeren und einen längeren. Ich glaube, der längere, der ist bis 345 Meter oder so. Ich weiß allerdings nicht, ob der schon einsatzbereit ist. Aber es soll auf jeden Fall Platz für zwei Schiffe dort geben. Die Berlinerin ist auch seit 18 Monaten da. Liebe Grüße aus der Hauptstadt. Ich freue mich jedes Mal wieder, dass ich euch gefunden habe. Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Leute, ist das nicht eindrucksvoll? Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Wahnsinn. Christian, willkommen bei uns auf dem Kanal. Ein neues Speicherstadtmitglied. Erdmännchen fragt, ob das noch ein Fiederschiff ist. Naja, also es ist schon ein bisschen größer als die üblichen Fieder mit 150 Metern. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass auch einmal ein Schiff dieser Größe im Fiederdienst eingesetzt wird. Ich weiß gar nicht, ob man Fieder speziell an einer Größe festmachen kann. Üblicherweise haben die halt so um die 150 Meter, die Fieder, die wir kennen. Aber zum Beispiel die CMA-Schiffe, die 200 Meter, die sind ja auch im Fiederdienst, also Zubringerdienst. Von daher ja, kann man das, glaube ich, nicht zwingend sagen. Aber ich kann euch nicht sagen, ob die jetzt im Fiederdienst ist. Ich glaube nicht. Oh, was für ein Bild! Wahnsinn! Ja, könnte sein, dass die jetzt gleich hier vorne noch drehen.
kommt noch ein schönes kleines Segelboot davor. Black Skull, die Europa ist für 19:30 Uhr terminiert. Ich denke mal, die warten jetzt noch, bis die Xing Chong Qing weg ist. Und dann wird das da auch langsam losgehen. Andreas, nee, Andres, nicht Andreas, Andres. Andres Justus, willkommen bei uns an Bord auf dem Fischmarkt. Dankeschön. Alfons Speed fragt, ob der Schlepper den Job zu 100% alleine macht oder unterstützt die COSCO etwas. Also es ist halt so, die eigentliche Fahrt hier rein macht die COSCO weitestgehend alleine. Die Schlepper sind zur Sicherheit da, weil es ja schon so ein bisschen enger hier. Aber jetzt, ich sag mal, bis hierhin, wo wir sie jetzt ungefähr sehen, ist die schon alleine gefahren und auch alleine manövriert. Man sieht das auch daran, dass zum Beispiel vorne am Schlepper noch die Leine durchhängt. Allerdings muss sie jetzt gleich gedreht werden, das kann sie nicht alleine. Und da kommen dann die Schlepper zum Einsatz. Ja, und im Text kommt auch gleich der passende, im Chat kommt auch gleich der passende Text dazu. Wir haben da so ein paar Standardtexte vorbereitet zu Fragen, die wirklich sehr, sehr häufig gestellt werden. Von links kommt übrigens auch Fairplay 80, der alte Schlepper, auch mittlerweile Museumsboot oder Schiff. Fährt uns gleich auch noch ins Bild. Ja, Matze, richtig, sowas gibt es nur in Hamburg, da hast du absolut recht. Da hast du recht. Nee, die Reportage, die Containerreportage auf Amazon, die habe ich mir noch nicht angeguckt. Die ist aber schon in der Wiedergabeliste. Ja, eine gute Frage. Proxima fragt, wofür die Ösen unten am Ruder sind. Die Frage, die kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Vielleicht weiß das ja einer von den Fachleuten im Chat. Wir haben ja so ein paar, die wirklich sehr seefahrtbewandert sind. Weiß das jemand von euch, wofür diese Ösen da unten am Ruder sind? Tom der Bär, 4 Monate, ganz lieben Dank. Larissa, mit Conny ist nichts Konkretes geplant, aber ich schreibe mit Conny regelmäßig. Und ihr erfahrt es natürlich als erstes, sobald mit Conny wieder ein Stream geplant ist.
Ah, hier ist die Antwort von Rainer. Die Ösen sind für die Werft zum Ruderblatt Schraube und Welle austauschen. Ah, okay, das macht Sinn. Danke, ihr Lieben, für diese Info. Naja, ein paar von euch bestätigen das auch noch. Malte macht auch endlich Feierabend. Ja, bei dem Wetter würde ich sagen, schmeiß den Grill noch mal an, Digga. Christian fragt, wie alt die Fairplay 8 ist. Das ist eine gute Frage, auch die muss ich mal in den Chat geben. Vielleicht kann das jemand beantworten. So, jetzt sieht man auch, wie die Leine, ja, jetzt hängt sie wieder durch, aber eben haben sie einmal angezogen. Dieter Tanja ist zu Hause. Die betreut euch im Chat. Eigentlich könnte man doch mal die Drohne steigen lassen, oder? Das kannst du machen. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr sehen. Da hinten. ...1962 schreibt Teufel auf Twitch. Das war wahrscheinlich für den Fairplay 8. Echt? 1962? Hätte ich jetzt gedacht, dass der noch älter ist. Ist das richtig? Ist das richtig? Martin, willst du die Kamera ein bisschen unterstützen? Ja, ich rock mich hier schon mal an. Super. Haben wir schon ein Bild? Wir haben ein Bild, ja. Okay, dann kannst du ruhig mal auf die Drohne gehen. Gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Es scheint nicht gedreht zu werden. Geht da vorwärts rein.
Im Hintergrund sehen wir auch den Autotransporter, der heute reingekommen ist. Der liegt da am Oswald-Kai. Du kannst ja mal so ein klein bisschen die Europa im Blick behalten, ob sich da schon was tut. Leine ist noch dran. Seren ist da. Moin Seren. Liebe Grüße und vielen Dank für das Fünferpack. Ach, da unten stehen auch schon Festmacher für die Costco. Kann man das doch schön sehen. Euro, ich danke dir für deinen Prime-Sub, 6 Monate. Und Michaela Amann, 2 Jahre dabei. Michaela, Dankeschön. Susanne, nee, zum Elbtower gibt es keine Neuigkeiten. Also ich habe zumindest jetzt in den letzten Wochen nichts gehört. Kann ich nichts zu sagen. Ja, schöne Patina, oder? Wirklich schöne Patina. Kann das sein, dass da eine E-Lastbarkasse auf uns zufährt? Birgit. Ja, Matze, also man merkt das tatsächlich, dass die Sonne jetzt schon viel, viel früher untergeht. Das ist echt krass. Die Elbphilharmonie, die reflektiert gerade so schön. Ich will mal gucken, wie das von der Drohne aussieht, wenn ich die gleich mal drehe. Ja, von der Seite sieht man die Reflexion nicht. Man muss hier erst ein Stück zurückfliegen wieder. Hast du die Spiegelung oder vielleicht auf der zweiten Kamera? Das ist das gleiche Bild auf den Kameras. Aber du kannst da rauszoomen auf der zweiten Kamera. Da hast du noch Weitwinkel.
Ja, das ist doch toll, oder? Mit der Reflexion. Oh, Seren, wo treibst du dich rum, wenn bei dir erst 13:30 ist? Bastian fragt, wie die Costco da entladen wird. Da sind doch gar keine Containerbrücken. Ja, ich kann euch das mal... warte mal gucken, ob ich das reinbekomme. Gucken, ob man das sieht. Also es gibt hier Krane und die haben dann unten einen Spreader dran. Hier im Bild sieht man es, glaube ich, ganz gut. Also die haben halt nicht die klassischen Containerbrücken, sondern haben da, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Hafenkrane. Und da hängt dann statt einem Haken ein Spreader für Container dran. Ist mal ein anderer Blickwinkel in den Hafen, oder? Da haben wir ja echt Glück gehabt, dass da noch ein Containerschiff kam. Also freue ich mich richtig. Denn vom Blick her ist das echt schön. Also es ist wirklich mal eine andere Ecke. Sieht richtig, richtig toll aus hier. Aber man hat halt nicht so viel Verkehr. Ne? Also wenn man jetzt hier, sag ich mal, 2-3 Stunden streamen wollte, da hat man dann doch sehr viel Leerlauf mit drin. Also wenn ich das richtig sehe, wenn du gleich mal wieder auf die Drohne gehst, steht da zumindest schon mal ein Festmacher vorne an der Leine. Ja, Ralle, die Farben sind echt schön. So gesehen haben wir natürlich Glück, dass wir so lange warten mussten, weil wir jetzt halt in den Sonnenuntergang reinkommen. Das wäre natürlich vorhin um 17:30, 18 Uhr wäre das natürlich was anderes gewesen. Boah, jetzt steht die Sonne genau im richtigen Winkel. Die reflektiert genau zu uns rüber. Mal gucken, ob... Ah, da hatte ich sie doch. Ah, zu weit geflogen. Da ist sie. Aber ich glaube, du kriegst es noch krasser rein von der Reflexion, oder? Ja, hatte ich. Hattest du? Mhm. So. Ich mag ja auch, wenn man nur so diese Dachlinie von der Elbphilharmonie zeigt.
Du hast ja fast das Gleiche. Ja. Ja, warte, ich suche mal ein anderes Bild. Geht los! Es geht los. Ja, Paddy und sein Spielzeug, Rea. Komm, ihr findet es doch auch gut, oder? Ihr findet es doch auch gut. Oh, und jetzt stellt euch mal vor, da im Hintergrund würde so ein richtig schöner, geschwungener Turm stehen und nicht so ein komisches Gerippe, was irgendwie ist mal gerade auf 100, wie viele Meter haben sie geschafft? 100 oder 140 oder sowas? Das Bild könnte so schön sein. Ach, herrje. Aber ich hoffe ja, dass das irgendwann historische Aufnahmen sind und man dann sagt, ach guck mal, damals, da stand er mal 2 Jahre rum. Also so ähnlich wie mit der Elbphilharmonie. Ach, was wurde darüber geschimpft? Was wurde darüber geschimpft? Das teure Ding. Mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Andreas Preuß, ich danke dir für Dingsbums und Gedöns. Dankeschön. 5 Euro. Und der Raller haut auch nochmal 5 Euro raus. Aus dem Homeoffice. Fußball und Hamburg Hafen Live. Da gingen mir die Monitore aus. Und Eggy schaut auch noch mal kurz vorm Derby rein. Eggy, 2 Jahre, Dankeschön. Nein, der wird nicht abgerissen, Leute. Der wird nicht abgerissen, der Turm. Den sollen die mal schön fertig bauen. Ob ich es noch erlebe, steht auf einem anderen Blatt Papier. Im Hintergrund sieht man auch die Stubnitz, dann die Elbbrücken. Noch macht ihr Witze über den Elbtower. Noch macht ihr Witze drüber. Denkt an meine Worte, der wird fertig gebaut. Der Hamburg Hafen Live Tower, ja. Könnte man nicht mal in so einer Guerilla-Aktion jetzt auf diesen halben Turm oben der Hamburg Hafen Live fly, obwohl, nee, ob das gute Werbung ist. Nee, lieber nicht, lieber nicht. Ja, die gute Europa, Mensch, Luxus pur.
400 Gäste, 200 Besatzungsmitglieder. Da hat jedes Pärchen ein Crewmitglied. Die Gäste, die gerade hier hinter uns stehen, die sind gerade heute abgestiegen. Was? Ihr wart drauf? Ja. Kann man schon ertragen auf dem Schiff, oder? Könnte einem schlechter gehen, ne? Mit Motorschaden in Stockholm. Ach, Motorschaden in Stockholm. Kein Motorschaden, aber die mussten das reparieren. Musste was reparieren. Ja, nun, die ist von 1999, ja. Fahr du mal ein Auto von 1999, ne? Also. Andreas M. macht auch die 2 Jahre voll. Grüße von Regina und Andreas. Die freuen sich schon auf die nächsten 2 Jahre. Ja, ich auch. Ich auch. Jürgen, danke für die verschenkte Mitgliedschaft. Danke, danke. Ja, 199 Meter lang ist sie, also nicht wahnsinnig groß, ne? 26 Meter breit, Baujahr 99, habe ich ja eben schon gesagt. Und geht jetzt auf große Großbritannien-Tour. Einmal um die Insel. Ja, wie wäre es mit einer Kamera von 1999? Ich glaube, dann hätten wir hier aber einen Retro-Stream. Oh, mir wurde heute ein Video vorgeschlagen vom WDR Computer Club. Ich glaube von 98, 99 oder so. Und das Thema war, wie komme ich ins Internet? Da konnte man noch per BTX in die Sendung sich reinschalten. Ja, auch schön. Ja, aber die haben damals schon die Sendung Ende der 1990er Jahre live gestreamt. Okay. Auf einer eigenen Plattform. Aber das hatten sie in dem Video gesagt, so, wir sind ja heute auch live, wir machen einen sogenannten Livestream. Ja, also hey, ist schon alles etwas älter. Aber interessant, mal zurückzublicken. Ja, total. Ne? Und wenn man mal sieht, was da heute draus geworden ist, also die haben da wahrscheinlich damals für damalige Verhältnisse einen Riesenaufwand getrieben. Ja. Und wenn man sieht, was für Qualität heute möglich ist. Jedes Handy ist besser als das von damals. Ja, also mit welcher Qualität wir hier. Also ich habe zwar schon eine ganze Menge Equipment, aber wenn man es mal vergleicht, ist es natürlich doch wieder nicht so viel, was ich an Equipment habe, wenn man das halt mal mit größeren Sendeanstalten vergleicht. Ich finde, die haben auch sehr schöne Rettungsboote. Nur Suiten an Bord. Keine normalen Kabinen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ralf schickt einen Anteil am Hamburg Hafen Live Tower. 5 Euro. Irgendwann kann man den wahrscheinlich für 5 Euro kaufen. Und er sagt, danke für die tollen Streams diese Woche. War am Dienstag, Mittwoch in Hamburg und haben die Valencia vor der L'Osteria gesehen.
Ja, die ist beeindruckend, oder? Die Valencia 400 Meter, die hatten wir auch im Stream. Manuela sagte auch, wer braucht das normale TV, wenn es Hamburg Hafen live gibt? Danke, Manuela. Ist auch seit 16 Monaten schon dabei. Anita ist das, ne? Anita. Ja, schade. Langsam geht die Sonne weg. Ich glaube, Sonnenuntergang ist 20:15 Uhr ungefähr. So, geh mal bitte noch nicht auf die Drohne. Ich will mal noch ein. Okay, ich wollte noch ein Foto machen, damit ich nachher ein Vorschaubild habe. Ah, jetzt kann ich ein Foto machen. Wobei, eigentlich möchte ich ja eins haben vor der Elbphilharmonie. Aber schon mal zur Sicherheit eins gemacht. So kannst du wieder zurückschalten. Warrior, danke schön für 100 Bits. Das sagte ich, stapel mal wieder tief. Weil er ja nur normale Technik hat. Ja, es ist natürlich technikmäßig schon etwas mehr als das, was man hobbymäßig hat. Aber wenn man es halt mal vergleicht mit dem, was beim Fernsehen aufgeboten wird, dann ist es ja doch überschaubar. Eben war auch so ein kleines Filmteam hier, die haben hier was gedreht. Gleich große Kamera, einer extra mit einer Tonangel dabei. Also die haben doch einen ganz anderen Maßstab. Patrick 87, Kalender kommt bald. Habe ich in den Shop eingepflegt, werden wir wahrscheinlich morgen oder übermorgen dann freischalten. Die Vorbestellung. IV nochmal 10 Euro raus, Dankeschön. Wie immer, die Streams sind top und Lob für die Top-Arbeit. Dankeschön. Oh, ein bisschen schief liegt die aber, oder? Sicher? Wie auf der Schahörn. Jetzt bitte einmal alle Gäste auf die Backboard-Seite. Seren, danke, danke. Nochmal eine 5er Subbombe. Ja, Petri, also in der Tat. In letzter Zeit habe ich sehr oft Martin und René hier, die ein bisschen helfen, auch mit der Kamera. Das ist echt eine wahnsinnig tolle Hilfe. Da kann ich halt ganz in Ruhe hier mit der Drohne fliegen. Das ist schon eine riesige Erleichterung, das muss ich sagen. Chris, ich werde euch einen Monat lang mit dem Kalender nerven. Also wir werden das so machen, dass ihr den wahrscheinlich am Wochenende, Samstag oder Sonntag bestellen könnt und dann bis Ende September und dann wird erst gedruckt. Also Chris, das wirst du nicht verpassen. Versprochen. Ihr werdet irgendwann sagen, geh mir nicht mehr auf den Sack mit der Vorbestellung. Fang an, das Ding zu drucken, Digga. Jörg, ich danke dir auch nochmal für 2 Schweizer Franken. Dankeschön. So, jetzt begleitet von 2 Schleppern.
Zeit für ein bisschen Auslaufmusik. Hat sich das jetzt gelohnt oder hat sich das gelohnt? Phänomenal. Wo ist die Hamburg-Hafenwald-Flagge sucht? Ich mache mal noch ein Foto. Okay. Okay, bin fertig. Boah, so schön, oder? Vor der Kulisse ist das schön. Passt auch super gut hier mit dem Michel und mit der Cap San Diego. Ich da mal. Boah, ist das hübsch. Ist das hübsch. Du hast den Moment, ne? Ich muss mal ganz schnell den Akku wechseln. Dann kann ich ihr noch einen kleinen Moment hinterher filmen.
Auch René steht schon mit dem Akku bereit. Danke dir. So, sobald du Bild hast von der Drohne, kannst du wieder. Bild ist da. Boah, es sieht so schön aus, wie die da aus dem Hafen rausfährt. Moin. Haben Sie eine Erlaubnis, die Drohne zu starten vom Stage? Brauche ich die von Stage denn auch Ja, noch mal extra, weil wir haben ja eine für den Hafen hier. Ja, weil das Stage-Gelände ist. Ach so, das, Das ist eine separate Bescheinigung, dass Sie hier mit der Drohne das fliegen wusste ich nicht, weil hier ja das Gebiet alles für die Drohne freigegeben ist. Ja, weil hier, wie gesagt, Stage, deswegen. Okay, das wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, Ja. weil wir das sonst, also es ist auch angemeldet bei der Polizei und so. An wen wende ich mich denn da am besten? Ich kann mal mit dem Foyerleiter sprechen. Ich komme gleich wieder. Weil ich würde das natürlich in Zukunft gerne dann abklären. Ja. Also ist ja nicht unsere Absicht da Ja. jetzt. Ich kläre das mal eben. Ich komme gleich wieder. Klein. Sehr gerne, danke. Ja, da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Ne? Hat er leider recht, ne? Weil das, du musst, wenn du vom Gelände, von dem. Gelände, ne? Ja, hat er leider recht, muss ich jetzt sagen. Hat er leider recht. So. Ich bekomme sie jetzt nicht mehr mit der Du kriegst sie Knarre. nicht mehr, ne? Ja, ich fährt jetzt gleich ums Eck. Ja, da habe ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht, weil du musst natürlich von dem Gelände, von dem du startest, brauchst du auch eine Genehmigung. Da muss ich jetzt sagen, Asche auf mein Haupt. Muss ich leider jetzt auf meine Kappe nehmen. Jetzt gleich. So, Der ist ja nur bis da. ja, ich lande mal. Ja, ne? Geh mal runter, ja, dann kläre ich das gleich mit ihm. Dann klären wir das gleich. So. Ja gut, aber es ist ja nichts, was man nicht klären könnte. Vielleicht geht das ja auch bis da. Nein, also er hat im Grunde genommen recht. Ich weiß jetzt nicht genau, wo hier die Grenze ist zu dem Gelände, aber das klären wir gleich schon. Das klären wir schon. Patrick 87 haut auch noch mal 5 € raus. Vielen Dank. Dann hier schon mal eine kleine Anzahlung für den Kalender. Danke dir. Der Schamlappen ist seit 2 Monaten auf Prime dabei. Danke dir. Dankeschön. Helga, 20 €. 1, 2 Eierlikörchen für Tanja, der Rest für Leckerli für die Wauzis. Dankeschön. Und Manuela, 2 €. Dankeschön. So, ich gehe mal gerade darüber. Ich tue mal das Mikro weg. So, ich habe noch mal Rücksprache.
So. Ja, der war jetzt trotzdem nett. Dürfen wir noch bleiben. Nett und entspannt. Also ja, was will man sagen? Ne? Es ist natürlich so, man vergisst mal etwas und es ist in der Tat so, du musst halt immer also wenn es kein öffentliches Gelände ist, also öffentliche Anlagen, da darfst du von starten, aber wenn es ein Privatgelände ist, brauchst du natürlich streng genommen die Genehmigung von dem Inhaber oder Besitzer und die habe ich jetzt nicht explizit von Stage eingeholt. Insofern, ja, aber er war nett, ja, und entspannt. Insofern freue ich mich auch immer, wenn man mit Leuten reden kann und es dann auch mit einer Entschuldigung und machen wir nicht nochmal getan ist. Jo. So, wo waren wir denn hier? Danny ist da mit 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Grüße aus Zagreb. Seren haut noch mal einen 5er-Pack raus. Dankeschön. Und Raylander ist jetzt seit einem Jahr dabei. Dankeschön. Danke, danke. Ja, im Grunde genommen war es das auch schon, ne? Ja, Mehr kommt hier leider nicht. Also es ist dann auch leider immer so, dass es relativ schnell hier vorbei ist an diesem Standort. Ich werde mich auf jeden Fall mal mit Stage in Verbindung setzen für die Zukunft. Wir sind jetzt hier nicht so oft, ne? Herr Maus, nein, das ist keine Flugverbotszone, das ist was anderes. Also die fliegen darf ich hier. Es geht einzig und alleine davon, wo du startest. Darum geht es hier nur. Es ist keine Flugverbotszone. Das ist nicht richtig. Und das kann man jetzt natürlich gut finden oder doof finden oder wie auch immer. Ist halt so. Es ist halt so, da muss man mit umgehen. Und wie gesagt, ich bin auch immer ein Freund davon, dann offen mit den Leuten zu reden. Nee, ich muss auch gestehen, ich habe nicht dran gedacht, ne? Weil ich habe extra noch mal geguckt. Also hier ist keine Flugverbotszone. Bis 50 Meter ist hier alles easy. Das Lustige ist, wenn wir da vorne ins Gebüsch gehen würden und da die Drohne starten lassen würden, na, also du kannst, ja, aber wie gesagt, bringt nichts. Man muss dann auch mal einfach um Verzeihung bitten. Und wie sage ich so gerne, um Verzeihung bitten ist einfacher als um Erlaubnis zu fragen, weil die meisten Aufnahmen sind ja im Kasten. Also insofern. Profi-Trick. Na? Ja. Ja, so. Kleiner Schreck zum Ende. Genau, Tube Ray, die reine Diplomatie, ganz genau, mit den Menschen reden, hilft immer. Andi aus dem Hintergrund, 5 Schweizer Franken. Aber wie kann es denn sein, dass du auf deutschem Boden bist und 5 Franken sendest? Weil das Schweizer Netz. Ja, nee, weil du in der Schweiz angemeldet bist, ne? Ja. Andi, ich danke dir vielmals. Ich danke dir. Ja. Ja. Ja, tschüss ihr beiden. Tschüss, sag schöne Grüße zu Hause. Richtig aus. Tschüss. Tschüss. Ja.
Ja. Also bitte Leute, schickt da jetzt keine Mail hin, ja? Also Tanja schreibt das auch, irgendjemand hat geschrieben, die kriegen eine Mail. Also bitte, macht nicht so einen Blödsinn, ja? Also schreibt jetzt hier nicht irgendjemanden an und beschwert euch. Also das wäre mir unendlich peinlich, ja? Auf dem Kanal. Nee, also um Gottes Willen, ja, die sind im Recht, das ist alles gut. Der war nett, der war wirklich nett und entspannt, ja? Also bitte, ja? Lasst das nicht irgendwie jetzt hochkochen, das ist jetzt passiert, ich habe den Fehler gemacht, stehe ich zu, entschuldige mich, für ihn war das damit in Ordnung, ich bin gelandet. Also, bitte, 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 seid da genauso entspannt und nehmt das mit einem Lächeln und sagt ganz einfach, wieder was gelernt. Das ziehen wir daraus. So, aber, so, warte mal. Ich wollte die mal umdrehen. Ja, ich wollte die umdrehen, die Kamera. Ich wollte da gerade mal kropsen. Ach so. Was? Ich habe gesagt, Martin, lauf, die Kamera kommt. Die Kamera kommt, ach so, ja. Auf Martin, genau. Nee, ich wollte mich hier noch mal hinsetzen. So, mal gucken. So, jetzt gehen wir mal hier aufs Bild in Bild, gehen wir mal. Ja, ihr Lieben, Mensch, also es waren doch echt sensationelle Bilder, oder? Also die Aufnahmen von dem Containerschiff, richtig, richtig toll. Zum Glück einige Drohnenaufnahmen dabei gewesen, die wirklich sehr, sehr schön waren. Auch die Europa, richtig klasse, das Horn fulminant, also wirklich, das hat ordentlich gepustet. Ich muss aber mal hier, nee, ich drehe nur mal ich will den Hebel nur so ein bisschen von mir wegdrehen. Ich habe die ganze Zeit hier den Griff vom Stativ im Gesicht. Also der Stream war, glaube ich, war richtig, richtig toll. Ich hatte es schon angekündigt, dass er nicht so lang wird, weil hier halt nicht so wahnsinnig viel los ist. Aber es wird am Wochenende mit Sicherheit noch was kommen. Also AIDA ist ja sowieso da. Ich glaube, Sonntag haben wir 2 AIDAs. Morgen haben wir eine AIDA. Da gucken wir, dass wir das abdecken. Ich werde mal schauen, was wir sonst noch haben, so an Schiffsverkehr. Ob wir da noch irgendeinen Kombi-Stream machen können. Und ansonsten gucken wir mal, ob wir uns vielleicht noch irgendetwas kurzfristig einfallen lassen können. Petra ist seit 6 Monaten dabei. Kaffee aus der Nachbarschaft ist angekommen. Petra, Dankeschön. Und Yves haut nochmal 10 Euro raus. Super der Kurzstream und nochmals danke für die Flagge. Yves, ganz, ganz lieben Dank an dich und Grüße nach Luxemburg. Ja, ich sage Dankeschön, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Es war kurz, aber dafür von den Bildern her, glaube ich, gewaltig. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich dabei wart, dass ihr im Chat auch dabei wart. Und nochmal der Hinweis, bitte, wenn sowas passiert, ja, nicht aufregen, einfach hinnehmen. Wir machen das alles mit Diplomatie. Ich gehe da offen mit um und selbst wenn ich etwas tue, was eventuell eine Strafe nach sich ziehen würde, würde ich das einfach mit Fassung tragen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Im Endeffekt würde es nur dem Kanal schaden, wenn wir uns da jetzt irgendwie anders verhalten. Von daher, bitte beherzigt das auch und lacht da auch einfach drüber und sagt einfach, hey, ist halt so, Ende, aus, Nikolaus. Vielen Dank natürlich auch an die großzügige Unterstützung für unseren Kanal, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Ihr seid echt die allerbesten. Nein, das ist falsch. Die allerbesten sind natürlich unsere Mods. Ja, also da kommt keiner ran. Also an euch natürlich auch ein dickes Dankeschön für die Unterstützung. In diesem Sinne, ihr Lieben, over and out. Macht's gut.